habe das auch noch nie gemacht, ein Kind zu gebären. Ich habe noch nie Wehen gespürt, was das so mit einem macht. Oft kam, wo wir erzählt haben, ja, dass der Mats eine Hausgeburt war. Oh krass, ja, aber du bist ja Hebamme. Also ich merke, dass es mich immer noch frustriert, weil das so ein Schwachsinn ist. Ich bin ja trotzdem in dem Moment nicht Hebamme, sondern ich bin Mama. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest, für immer ab jetzt. Ich bin Caroline Bayer, ich bin 26 Jahre alt und seit 7 Monaten Mama von Mats. Mein Name ist Manuel Bayer, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Fulda. Ich bin Hebamme und es war natürlich spannend, als Hebamme selber schwanger zu sein. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, in Neuseeland, waren da für 1,5 Jahre Work and Travel. Und die Schwangerschaft war nicht geplant. Lustigerweise haben wir uns ein Jahr vorher noch hingesetzt und geplant, was wir so die nächsten 2, 3 Jahre irgendwie, was so ansteht. Heiraten war irgendwie klar, Kinder waren schon auch klar, aber waren uns eigentlich einig, dass noch so 2 Jahre, wenn wir zurückkommen, erstmal umziehen und dann Leben beginnen, dass es noch ein bisschen warten kann. Haben uns immer wieder den Kopf gemacht, dass es eventuell passiert hätte sein können und haben dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich einen Schwangerschaftstest, dann wissen wir, dass wir wieder in Ruhe schlafen können, dass nichts ist, alles gut. Also haben wir wirklich nur gemacht, weil wir nachts manchmal panisch aufgewacht sind im Sinne von Scheiße, vielleicht ist passiert. Schlag mit 100.000. Auf einer Baustelltoilette dann letzten Endes, weil wir mit dem Van unterwegs waren und bist ja dann auch immer angewiesen auf irgendwelche öffentlichen Toiletten und ich weiß noch genau, wie es aussah und dass dann erst ein Strich war und dann kam der zweite und ich habe erst mal geschüttelt, weil ich dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein. Bin zum Manu raus und habe ihn gefragt, heulend, ob er es auch sieht, dass hier ein Plus ist. Und dann sind wir erst mal in Van und mussten ganz schön lachen. Und dann habe ich nochmal einen Test gemacht und genau, dann war es eigentlich klar. Dann dieser kleine Schock, der es erstmal war, haben wir dann direkt gesagt, das ist eine super Überraschung, wir freuen uns und natürlich müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt unser Leben organisieren, weil wir waren im Ausland, wir waren arbeitslos und hatten keine Wohnung und haben dann eben ein kleines Kiwi-Souvenir mit nach Deutschland gebracht. Ja. Ich will, wenn ich kann, unbedingt die Hausgeburt haben. Nicht, weil ich Klinikgeburt schlimm finde, sondern weil ich einfach so für mich das mir überhaupt nicht anders vorstellen konnte. Dadurch, dass ich selber Hebamme bin, ist es halt irgendwie was ganz Natürliches, was irgendwie dazugehört, dieses Kind auf die Welt zu bringen. War natürlich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil man ja schon den Sicherheitsgedanken hat. Das, was so kam, war von außerhalb, also Frauen, die ich betreut habe. Und ich habe in der Zeit, als ich schwanger war, als wir wieder zurück waren, ja auch noch Kurse gegeben. Und da kam schon noch immer wieder so, oh, du bist ja mutig, aber als Hebamme muss man, also weiß man ja, muss man ja können. Oder man ist ja Fachfrau. Und das hat mich auch oft dann im Nachhinein richtig geärgert, weil oft kam, wo wir erzählt haben, ja, dass der Mats eine Hausgeburt war. Oh krass, ja, aber du bist ja Hebamme. Ja, gib deinem Kraft. Das war für mich so dieses immer runtergespielte oder immer kleingeredete. Also ich merke, dass es mich immer noch frustriert, weil das so ein Schwachsinn ist. Ich bin ja trotzdem in dem Moment nicht Hebamme, sondern ich bin Mama und habe das auch noch nie gemacht, ein Kind zu gebären. Ich habe noch nie Wehen gespürt, was das so mit einem macht. Dieser Geburtsschmerz, ich weiß, dass der sinnvoll ist, der bringt mein Kind immer weiter nach unten, der hört sofort auf, wenn mein Kind da ist. Ich habe mich wochenlang darauf vorbereitet, ich habe mir angeguckt, was ist das denn überhaupt, Hypnose und eine Geburt. Im Prinzip geht es darum, dass du dich in dich reinfallen lässt, deinen Sicherheitsort sozusagen in dir findest. Es ist schon so unter Geburt, dass man ja ganz viel im Kopf meistens noch ist, wenn man denkt, oh, es tut weh, es tut weh. Und ich fand es so schön, weil bei dieser Hypnose, die man da gelernt hat, hat wirklich immer gelernt hat, okay, du musst dich mit deinem Baby connecten, ihr macht das als Team. In der Geburt musste ich natürlich erstmal so ein bisschen meinen Platz finden. Also wir hatten ja eine Fotografin dabei, die Hebamme und die Kali. Das heißt, die Frauen, die haben einfach dann gesagt, hier,
das kannst du machen. Und vor allem hat die Kali dann eben immer wieder gesagt, okay, Manu, ich brauche dich jetzt, drück mal da, mach mal das, massier mich mal. Nee, du. Fand es auch dann cool, dass ich dann nicht irgendwie nur in der Ecke sitze und zuschaue und so hilflos bin. Und ich musste natürlich auch ein bisschen lachen, weil diese Töne, die dann so kommen, ne, die sind ja dann auch, die hört man ja nicht alltäglich, die Geburtswehen. Was hast du gesagt? Ich bin ein Schiff im Hafen, oder? Im Nachhinein habe ich so aus Spaß gemeint, das hört sich an wie so ein Frachter, der gerade in den Hafen einfährt. Also ich bin auf Instagram schon ziemlich vielen Geburtsfotografen gefolgt, weil ich es einfach unheimlich schön finde und diese Fotos irgendwie besonders fand, dass man im Nachhinein noch mal drauf gucken kann, dass man halt wirklich die ersten Momente absolut so im Leben von deinem Kind festgehalten hast oder generell diese Geburtsreise festgehalten hast und man als Frau ja wirklich eigentlich in seinem Delirium ist und nichts von der Geburt mitkriegt. Und ich habe auch zu Manu gesagt, ich will nicht, dass er, wenn der Mats geboren ist, das Erste, was wir machen, ist am Handy hängen und Bilder vom Baby machen, sondern ich will, dass er den Moment genauso wahrnehmen kann, wie er ist. So. Und schieb nochmal. Und schieb nochmal. Komm. Und wir gucken es uns jetzt immer noch manchmal an, wenn wir Bock haben. Ja, also zu jedem Geburtstag. ja, mindestens. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das schon geguckt habe. Fällt es mir überhaupt nicht schwer, anderen Leuten das zu zeigen. Und so Familie oder Freunde, also sie sind alle so berührt, dieses Video zu sehen und eben auch so mal zu sehen, wie so ein Kind geboren wird, zum einen, weil es ja auch immer irgendwie spannend ist, wenn man das noch nie gesehen hat, aber dann auch das eigene Enkelkind die Geburt zu sehen oder vom Neffen. Das hat alle haben sie geweint. Ne? Und das finde ich irgendwie auch schön. Oder auch zu zeigen, hey, so kann eben Geburt auch sein. Das muss nicht irgendwie Drama hoch 10 sein und in der Klinik und alles furchtbar, sondern Geburt kann einfach auch mega schön und gemütlich sein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Mats. Happy birthday to you. Also ich bin mega stolz, dass ich das so geschafft habe. Ob ich das so spontan in der Klinik geschafft hätte oder hier zu Hause, ist egal. Aber ich habe ein Kind geboren und für mich ist das genauso eine geile Leistung, wie es für andere Frauen einfach toll ist, dass sie das geschafft haben, egal wie. Nur weil man Hebamme hat, hat das nichts damit zu tun, dass man das jetzt können muss. You can't make me cry anymore, don't try. Fand ich am Anfang tatsächlich ein bisschen unfair, was die Natur sich da einfallen lassen hat. Weil es ist ja wirklich so, dass dieses letzte, wie soll man sagen, diese letzte Möglichkeit, ein Kind zu beruhigen, wenn es eben nicht klappt mit Huscheln, mit Rumtragen, mit Kuscheln, das ist ja wirklich das Stillen und das kann nur die Mama. Und das fand ich ein bisschen unfair, beziehungsweise ich war dann teilweise ein bisschen hilflos, weil ich gesagt habe, ja, sorry, ich kann jetzt nichts anderes machen, als dir den Mats zu geben, auch wenn vielleicht in dem Moment die Caroline gar nicht bereit war dazu. Sie brauchte vielleicht mal ihre Me-Time, sie brauchte mal ein bisschen Abstand. Finde ich sehr kreativ, würde ich sagen, dass Leute sich quasi irgendwie so ein Gestell bauen, dass sie quasi diese Brust simulieren. Aber ich selber könnte mir das, glaube ich, nicht vorstellen, weil das dann doch zu unnatürlich wäre. Und dann will ich eher dann jetzt auf den Moment warten, wo dann Stillen nicht mehr notwendig ist, um ein Kind zu beruhigen oder in Schlaf zu bringen. Ui! Wo ist der Becher? Wo ist er? Ich glaube,
auch tatsächlich, dass das unterschätzt wird, was eigentlich Haushalt alles ist. Mit dem Kind spielen, füttern, stillen, Flasche sauber machen. Das ist ja einfach riesen viel. Es ist Badputzen, es ist Küche putzen, es ist Flursaugen, es ist Fensterputzen, es ist Blumengießen. Also es kommt ja einfach mega viel dazu. Ich habe immer das Gefühl, du könntest mehr machen. Du sagst, du bist eigentlich ganz happy, so wie es läuft. I remember everything. The picnic in the park. How the rain played on the roof that night. And movies in the dark. I know you're so afraid to sing. An meine Grenzen komme ich tatsächlich, wenn gestern Abend die Sophia, die ist seit 1-2 Tagen. Am Anfang habe ich nur gesagt, das ist ein Baby für Anfänger, weil die so lieb war, so, ja, sie hat geschlafen, das war uns aber auch klar. Am Anfang schlafen sie alle. Aber sie hatte wirklich gestern auch Schmerzen, kam nicht zur Ruhe. Dann haben wir uns abgewechselt und es war dann halt, wenn es dann 12:30 wird, anstrengend, wenn man weiß, ein paar Stunden musste aufstehen und die hat sich nicht beruhigen lassen. Das war schon so eine Grenze, wo ich gedacht habe, boah,